vor 5 bis 7 Jahren konnte man da echt noch gar nicht so durchlaufen, wie wir heute durchgelaufen sind. Ein Hallo aus Medellin! Wir sind hier gestern gut angekommen, nachdem wir eine ganz schreckliche Busfahrt hatten. Wir sind 8 Stunden gefühlt bei 1000 Grad Hitze nach Medellin gefahren. Das war ganz schlimm. Man hat seine Aktivitäten auf das Minimum reduziert. Wir haben es jetzt aber nach Medellin geschafft und sind jetzt gerade im Teil Comuna 13. Das ist der Teil, wo das Drogenkartell von Pablo Escobar geherrscht hat. Und wir werden jetzt eine schöne Tour mit unserem Guide da hinten machen durch Comuna 13. Wir sind echt gespannt. Von seinem eigenen Leben erzählen und schon ganz schön krass. Ja, echt krass. Ja, gerade bei Comuna 13 halt mal der zweitgefährlichste Ort der Welt war 2009. Und er hat gerade erzählt, wie es im Bürgerkrieg hier war, dass fast 3 Leute vor seiner Tür sozusagen getötet wurden, nur weil sie halt ja, unsichtbare Grenzen überschritten haben von den einzelnen Kartellen. Ja, das ist schon sehr bewegend. Wollte dann auch gerade relativ schnell weitermachen mit dem nächsten Punkt, weil es ihn sehr berührt hatte. Das ist schon sehr eindrucksvoll gerade und sehr berührend. Ja. Und jetzt schauen wir aber, um wieder glücklicher zu werden, einen kleinen Breakdance an, der da hinten stattfindet. Wir sind jetzt durch mit der Tour und es war so eindrucksvoll, einfach weil unser Guide selbst in dem Bezirk komplett aufgewachsen ist und so alles mitbekommen hat. Die ganzen Auf und Abs von der Comuna 13. Der Guide, der Steven, der uns gerade geführt hat, der hat auch die Firma selbst gegründet, Stairway Storytelling. Hammer gut, hat das so authentisch rübergebracht und ja, Charlene hatte ein paar Tränchen in den Augen. Einfach weil es so authentisch und so eindrucksvoll war. Und ja, jetzt sind wir hier angekommen an der Metro Station. Dahinter
Aber wir laufen jetzt noch so ein bisschen durch die Straßen, denn das sieht irgendwie so ein bisschen nach Action aus. Heute ist nämlich Samstag und hier ist gut was los. Was ich noch sagen wollte, Comuna 13 ist das ärmste Viertel in Medellin mal gewesen, beziehungsweise da, wo wir jetzt gerade auch durchgelaufen sind, ist das ärmste Viertel oder der ärmste Bereich. Die Leute haben da quasi irgendwie immer noch gar nichts, müssen täglich wirklich für Wasser und Brot kämpfen gefühlt. Da, wo wir jetzt gerade durchgelaufen sind, durch den Bereich, herrschte vor 5 Jahren noch ein großer Krieg, ehrlich gesagt. Die ganzen Auseinandersetzungen der einzelnen Kartelle gewesen, da gibt es 3 große Kartelle. Mittlerweile gibt es nur ein großes Kartell, was wohl 90% in Kolumbien für sich beschlagnahmt wird. Ja, es war auf jeden Fall total bewegend, wenn man das jetzt weiß, dass vorher auch unser Guide das alles so mitgemacht hat und uns das heute alles so nahe gebracht hat. Das war schon wirklich sehr beeindruckend. Einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem wir gestern so halbwegs gut wieder zurück zu Hause angekommen sind, wir haben uns nämlich erstmal so mega krass verlaufen. Unser Navigationssystem hat irgendwie ein bisschen verrückt gespielt. Wir sind gefühlt 30 Minuten in die falsche Richtung gelaufen. Haben dann irgendwelche Leute nach dem Weg gefragt, die uns auch nicht helfen konnten. Und dann war da ein netter Papa mit seiner Tochter im Auto, der uns dann glücklicherweise zurück zur Unterkunft gebracht hat, weil sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Haben nämlich das gemacht, was man wahrscheinlich nicht machen sollte, im Dunkeln voll bepackt durch Medellin laufen. Aber gut, nachdem wir den Abend dann gestern noch ausklingen lassen haben, sind wir heute Morgen aus unserem Hostel ausgecheckt und sind jetzt im NH. Und wir haben ein ziemlich nices Zimmer bekommen. Wir gönnen uns jetzt hier gerade ein bisschen Luxus. Genau, und jetzt haben wir ein nettes Upgrade bekommen. Und schauen wir mal, was wir hier heute so anstellen. Das ist auf jeden Fall unser Zimmer. Charlene sitzt da schon freudig. Ja, und wir werden gleich auf jeden Fall mal den Pool auschecken und die beiden Jacuzzis. Und wahrscheinlich auch die Sonnen liegen da. Also schauen wir mal, was es zu bieten hat. Wir haben uns jetzt doch dagegen entschieden, den ganzen Tag am Pool zu liegen und haben uns stattdessen Fußballtickets gekauft und gehen jetzt ins Stadion, um die Fußballmannschaft von Medellin anzufeuern. Und darauf freuen wir uns voll, weil wir lieben es, ins Stadion zu gehen. Und deshalb geht's jetzt los. Gracias. Siehst du? Wir freuen uns gerade mega, dass wir uns doch noch dazu entschieden haben, ins Stadion zu gehen. Hier ist irgendwie schon voll die gute Stimmung und wir sind echt gespannt, wie es gleich drin ist. El número 10 es para el creativo Andrés Ricarte.
wir sind jetzt zurück und es war richtig, richtig cool. Die Stimmung war irgendwie klasse, obwohl das Stadion nicht ganz gefüllt war. In das Stadion passen so 40.000 Leute. Ich schätze mal, dass irgendwie so die 27.000 da waren. Aber von den rhythmischen Trommeln her, das war großartig. Das ist eine richtige Melodie. Also das war echt cool. Und das Spiel ging 2:2 aus. Also wir haben 2:1 lange geführt, also Medellin. Ich spreche schon in Wir-Form, weil wir natürlich absolute Medellin-Fans sind. Wir haben 2:1 geführt und dann irgendwie in der 89. Minute kam der Ausgleich 2:2. Ja, es war richtig coole Stimmung. Wir sind echt froh, dass wir das gemacht haben. Und jetzt hauen wir uns ins Bett, recherchieren noch ein bisschen, was die nächsten Tage ansteht. Und dann schauen wir mal, was so geht.